unipkaaqutiarsigitpin taalaqanilarannasuk unipkaaqtuaq qaaviuraqama niviaqsiaqarualugguuq iñuuniaqaniqsuq angayoqaagamani sumitaimma niviaqsiaqarualuk anguniallatuneqsaq aasiisulaqallavluni supayaanik iñuuniaqhutin anuqqautigaisi anuqqulingaaliaqsuq anuqqulingaaliaqpaalluni kisaimma paniqinialiaqsivut niviaqsiaqarualuk kisaimma isummeqpoq tavraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqqulisugurugumagaan summan anuqqulingaaliaqamagaan tavraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqqulisugurugumagaan anuqquliqpaalluni suniuraqanaitsoqunni tavrani piaqsiaqarualuk ayuungitsoq payyagniuliqsoq Und damit hey ho und let's go mit Never Alone. Bei diesem Let's Play kann ich euch garantiert, seid ihr niemals allein. Gleich zu Anfang geht's actionreich zur Sache. Wir werden von einem Eisbären verfolgt. Alter, wenn der uns in die Finger kriegt, der ist zwar süß, knuddeln kann man mit dem aber nicht. Schneller! Lauf! Oh, fast. Alter, warum bist du so schnell? Komischer Eisbär. Im Hintergrund sehe ich auch irgendwas flitzen. Das kann uns aber, denke ich, egal sein. Ist nicht wichtig. Renn einfach. So, und jetzt sind wir der Fuchs und können den Bär weglocken. Haha. Da kommst du nicht mehr raus. tuqutaawayaqtoq kisimriumi arraannapqangapiaqtoq Das ist schön. Hey, der folgt mir sogar. Das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Von Robert Cleveland aus Nasruk. Schauen wir uns erstmal um, bevor wir mit dem Gameplay weitermachen. Und zwar gibt es hier verschiedene Dinge neben dem Gameplay. Unter anderem Artefakte. Gucken wir da mal rein. Dort haben wir 3 Stück, wie es aussieht. Ui, steht sogar sehr viel da, muss ich sagen. Ich denke, das gab es in der PC-Version nicht. Ich spiele hier die Wii U-Version, aber ich komme erstmal zu den allgemeinen Daten, solange könnt ihr euch gerne das durchlesen. Und zwar Never Alone, entwickelt von Upper One Games und gepublished von Line Games. Kam am 18.11.2014 erstmals raus.
und später dann auch für PS4, Xbox One und natürlich Wii U. Die Version spielen wir. Das Genre ist eine Art Puzzle-Adventure mit einigen Jump'n'Run-Passagen, wie wir zum Beispiel am Anfang gesehen haben. Cool. Ich kann sogar reinzoomen. Geil. Kann man jedes Detail wirklich genau betrachten. Auch näher. Halt, wie genau? Wohl, so nah müsste ich aber jetzt nicht ran. Das Spiel, habt ihr auch gesehen am Anfang, ist im Koop-Modus spielbar. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich spiele es allerdings hier in diesem Fall alleine. Das Spiel ist vor allem sehr beeindruckend, da es eine Geschichte der Inupiat, wie es da steht, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, erzählt und auch mit denen das Spiel zusammen entwickelt wurde. Zum Beispiel die Zeichnungen, die ihr am Anfang gesehen habt, die sind eben von denen gemacht worden und ebenfalls der Erzähler, ihr merkt schon, das ist kein Englisch, das er quatscht, das ist eben deren Sprache. Inupiat, falls ich richtig ausspreche. Und man kann halt in dem Spiel viel über das Volk lernen. Das Spiel hat leider sehr viele Kriterien bekommen, zum einen wegen der fehlerhaften KI und wegen der Steuerung. Diese wurden aber mit dem Patch behoben. Und deswegen mal sehen, wie das Spiel jetzt so ist, etwas später nach dem Release. Das Spiel bietet sehr viele Hintergrundinformationen, wie ihr jetzt schon seht, allein an diesen Teilen. Und das ist nur geringfügig. Allerdings, falls ein paar längere Gameplay-Passagen kommen, habe ich auch einige Infos, die wahrscheinlich nicht da vorkommen. Und das waren die Artefakte, die haben wir uns jetzt angesehen. Das sollte man sich eigentlich auch ansehen, und zwar sobald man es freischaltet, denn sie passen, soweit ich gehört habe, exakt zu der jeweiligen Situation. Habe ich das freigeschaltet? Nee, gell? Nee, ist gesperrt. Okay. Ihr seht schon, die ersten 3 Filme haben wir freigeschaltet und die sehen wir uns jetzt gemeinsam an, damit wir mehr über die Inupiat lernen können. Ein lebendes Volk, eine lebende Kultur. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiat people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there's this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiat. I'm from the Arctic Ocean. I am Inupiat. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Ihr seht, ein sehr stolzes Volk. Und auch sehr interessant, dass eben ihre Geschichte jetzt in ein Format gepackt wurde, ein Medienformat, das auch Jüngere anspricht, nämlich ein Game.
Ich möchte gern eine Geschichte hören. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Inupiat people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time. And so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Damit haben wir so einiges schon gelernt. Aber jetzt können wir erstmal weiterzocken, um es auch selbst zu erfahren. Kole ringai chok inyugunun terigan niakakane biligo. Terigan niak tamna allatun Ingitchuk. Und ihr seht, zack. Ich habe nur geklickt, was reflexartig war. Polarfuchs. Das bedeutet, wir erfahren etwas über den Fuchs an sich. Und das passt halt perfekt, wie ihr seht, direkt zu dem Fuchs, der uns begleitet. Das wird am Anfang, ist natürlich, haben wir sehr viel gleichzeitig gehabt. Später allerdings hoffe ich, dass es immer in guter Balance ist. Das bedeutet, wir können auch eine Weile zocken. In diesem Fall schauen wir uns aber erst den Film an, um mehr darüber zu erfahren. Polarfuchs. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let her.
So that was my memory of my grandpa's pet fox. Daran sieht man auch, dass die Entwickler sich sehr viel Mühe geben, die Geschichten der Leute exakt wiederzugeben. Sehr interessant. Gut, zum Fuchs können wir auf Y wechseln. Und der Fuchs kann dann genau hoch. Und sie klettert automatisch. Muss ich helfen? Ah, so, okay. Wie gesagt, man kann es auch im Koop spielen, um es sich zu vereinfachen. Allerdings bin ich durch euch ja niemals allein. Komm, Fuchsi. Ich muss dir noch einen Namen geben. Ein schwerer und behaglicher Weg. Mal sehen, ob wir herausfinden, wo der Schneesturm herkommt. Ja, ja, ist okay, ist okay. Ah, okay, ducken. Ist B? Kommt der Wind? Ja. Genau, er wird vorgewarnt, dann können wir uns ducken und werden, ja gut, ein paar Millimeter zurückgezogen. Karibus und ihre Kleidung. Mal sehen, was wir darüber, über Karibus Kleidung, genau. Natürlich Kleidung aus Karibus. Caribou it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Sehr interessant, wie praktisch Karibufell sein kann. Doch wie es weitergeht, ob wir hier überhaupt durchkommen und was wir noch so Interessantes erfahren, das sehen wir im nächsten Part von Never Alone. Und damit, keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ihr seid hier niemals allein. Keine Frage. Bis dahin, ciao.